Hast du nicht auch die Schnauze voll von Bauvorschriften und diesen Quengeleien? Würdest du dir nicht wünschen, dein Haus einfach so bauen zu können, wie du willst? Ohne Vorschriften, ohne Regeln, einfach drauf los. Seit ich in Peru lebe, kann ich mich endlich ausleben. Ich kann tun, was ich will. Bei diesen Aufnahmen sieht man, wie mein Nachbar Miguel und ich zusammen auf einem benachbarten Grundstück ein paar Bäume, die schon gefällt wurden, in Blöcke sägen, um sie dann zu unserem Grundstück zu transportieren. Es handelt sich bei einem Baum um recht weiches, leichtes Holz, was allerdings von den Einheimischen auch für Bretter verwendet wird für die Wände. Und 3 große Mangobäume, die leider auch daran glauben mussten. Man sieht, wie mein Nachbar Miguel mit einer modifizierten Stihl MS 250, was eigentlich eine ziemlich kleine Säge ist, diese Blöcke für uns zurechtschneidet, weil wir nur eine noch kleinere Säge haben, was ich euch dann später im Video zeigen bzw. erklären werde. Hier sieht man schon ein paar fertige Blöcke. Da hinten, wo es rot ist, da ist unser Motorcar, das sind etwa 100 Meter. Da liegt was. Die Sonne neigt sich langsam. Wie man sieht, ist mein Nachbar Miguel trotz einbrechender Dunkelheit nicht zu bremsen und sägt munter weiter. Diese Blöcke da unten haben wir dann noch nach oben zu ziehen. Wir werden dazu sein Fahrzeug nutzen, sein Motorcar. Ich glaube, man kann das leider nicht so gut sehen. Das Dreirad von unserem Nachbarn. Das habe ich mal in einem anderen Video gesehen, das kann ich da verlinken, wo wir mal das Holz, wo wir mal die Panne hatten, hat er uns rausgezogen mit seinem eigenen Fahrzeug, sein eigenes Fahrzeug gezogen. Er hat schon mal so 8 Meter lange Baumstämme transportiert. Das ist natürlich sehr wackelig, aber er sagt, es geht. Er sagt, es geht und ja, wir werden sehen. Nächster Tag am Morgen. Wir haben jetzt schon die erste Fuhre Holz geholt, noch nichts gesägt. Mein Nachbar ist gerade frühstücken, ich habe das ausgeladen. Alleine ausladen, leicht alles reinladen. Das sind die Blöcke, die säge ich dann hier passend. Ich habe jetzt nicht aufgenommen, wie wir es gefahren haben, weil es ging alles so schnell. Hier ist noch einer der größten. Aber ich glaube, der hier ist der hier oben drauf. Oder der hier ist glaube genauso groß. Oder der, ich glaube, der ist genauso breit. Das sind etwa 40 cm. Und das ist frisches Holz, das ist vor einem Monat gefällt worden, der Baum. Wir haben es jetzt gekürzt. Wir sind jetzt am zweiten Tag. Das hatte ich heute schon gesagt, oder? Bin ich dann sicher. Hier haben wir jetzt 2 Mango-Stücken gesägt. Ist halt ziemlich. Ein Mangobaum wächst meistens nicht sehr gerade nach oben. Und deswegen sind die Teile auch nicht unbedingt die größten, aber ja, ein paar Bretter werden bei rauskommen. Und die Randstücke nehmen wir auch mit. Das liegt alles hier. Nehmen wir auch noch alles mit. Wenn wir es nicht verwerten, dann ist es Feuerholz. Und er ist gerade am anderen Baum sägen, der ist da über die Kuppe drüber runter. Da habe ich vorhin freigemacht. Das haben wir jetzt alles geholt hier. Da liegt noch ein bisschen was dort. Das sind das vom ersten Baum und vom Mangobaum. Das ist das hier, der Mangobaum. Und das hier, die 2 Blöcke. Mehr ist davon nicht rausgekommen aus diesen, weil er ist nicht so dick gewesen. Der andere Baum, den wir jetzt sägen, der ist dicker. Und hier sieht es natürlich verheerend aus, finde ich zumindest. Ich mit meiner Einstellung von Landwirtschaft. Die Brandrodung in diesem Stile nicht unterstützt. Direkt vor mir liegt der große Mangobaum, der unten am Stamm etwa 1 Meter Durchmesser hatte. Der hält uns sehr lang auf und wir haben einiges erstmal an Ästen zu kürzen und dann auf Länge zu sägen, damit wir diesen Baum zerlegen können. Hier hat mein Nachbar einen kleinen Teller abgeschnitten und hier zerlegt er dann einen der größeren Äste. Ich tue simultan kleinere Sachen mit unserer Kleinsäge kürzen, um zuzuarbeiten, damit er schneller ist. Dann werden wir gleich den größten Stamm etwas drehen, weil er ungünstig da liegt, um ihn zu sägen. Weil er sich etwa 1 bis 2 Meter vom Boden, über dem Bodenniveau schon verzweigt hat. Und deswegen nur das kurze Stück, etwa 1,20 Meter, in diesem 1 Meter Durchmesser vorhanden war. Hier messen wir natürlich auch aus, wie wir es am besten sägen, damit wir am meisten quadratische Blöcke rausbekommen.
Das war ein ziemlich breiter Baumstamm, wie man sieht. Allerdings, wenn wir das gerade haben wollen, halbwegs, geht halt ein bisschen was weg. Und dann machen wir den weiter, den wir gerade gedreht haben. So sieht es hier gerade aus. Ich habe gerade aufgetankt. Da wird eine kleine Sitzbank gebaut für Pause in der Sonne. Ja, kannst halt nicht so arbeiten. Hier sind die ersten 2 Blöcke. Das ist ein bisschen länger als der andere. Und ich habe hier schon mal einiges hier vorgerollert bzw. getragen. Von diesen Stücken, die ich dann zu Hause irgendwann zerlegen werde. Und hier hat er jetzt schon eine Scheibe abgemacht. Hier haben wir wieder mal, wie man sieht, simultan gesägt, weil wir dadurch einfach schneller sind, wenn ich die kleinen Dinge zuarbeite und er die größeren Stücken mit seiner etwas größeren Säge bearbeitet. Aber ganz ehrlich, im Prinzip sind beide Sägen nicht wirklich dafür geeignet, um jetzt diese Arbeit zu machen. Allerdings haben wir nur diese Sägen und wir wollten jetzt niemanden anders darum bitten, uns zu helfen bzw. seine Säge auszuleihen, weil wir als Nachbarn uns gegenseitig helfen, aber mit anderen nicht so viel Bezug haben. Hier wird wieder ausgemessen bzw. schon die Seite markiert und jetzt wird gleich noch das andere große Stück auseinandergebrochen. Fast alles in Handarbeit, wir haben nicht viele Hilfsmittel, außer das, was wir halt vor Ort finden und unsere Werkzeuge. Hier sieht man nochmal, wie Miguel diesen unteren Teil, diesen Meter Durchmesserteil getrennt hat, weil das sieht man da im Hintergrund so ein bisschen, dadurch, dass der sich geteilt hat, ist dieses Meterstück nicht wirklich komplett auf diesen Meter Durchmesser nutzbar gewesen. Früher Nachmittag, 3. Tag, geht voran, ist sehr sonnig heute, sehr heiß. Da haben wir ein paar Blöcke schon gesägt, in Stücken. Das ist das größte Stück da, ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Das ist jetzt der 3. Mangobaum, der ist nicht sehr groß, da wird nicht viel zu sägen sein, es ist eigentlich nur ein Stück, was wahrscheinlich was bringen wird. Ja, wie ich schon gerade gesagt habe, dieser Mangobaum ist nicht als Holz für uns verwertbar, als Bauholz. Dafür hat unsere Nachbarin gesagt, wir sollten den Honig ernten. Wie man hier sieht, schwirren die Bienen umher. Das sind allerdings ziemlich friedliche Bienen, die schon stechen. Allerdings, das sind Bienen, die fliegen auf die Haare. Ich habe den Namen nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, sie heißen Ramice. Und leider war der Honig schon von den Bienen selbst gegessen worden. Was heißt leider? Also auf der einen Art auch natürlich ganz gut. Allerdings war kein Honig auf den ersten Blick zu holen. Später haben sie dann doch noch etwas entdeckt, meine Nachbarn. Naja, ist der Seco. Ja. Ihr habt ja nun viel gesehen, wie wir das da im Wald gesägt haben. Und jetzt haben wir das hier liegen, das Holz. Das ist der eine Baum, der heißt, kann ich mal raussuchen. Der eine hat gesagt Toppe, der andere Toppa. Hier sind bis jetzt noch keine Insekten dran. Das sieht noch gut aus. Allerdings hier der Mangobaum. Der Mangobaum, bei dem geht es jetzt hier los. Und deswegen werde ich jetzt gleich etwas unternehmen. Man sieht hier, kommen die Holzspäne raus. Und das sind solche kleinen Käfer. Man sieht, ob ich einen sehen kann. Manchmal sieht man die an der Oberfläche, dass sie gerade reinkrabbeln. Und da muss ich schnellstens was machen, weil Mangobaumholz ist nicht so resistent. Wir haben es halt geschenkt bekommen jetzt. Und hier sieht man, wie so eine Wurst rauskommt. Das sind solche kleinen Holzbohrerkäfer. Hier unten sieht man die. Der bohrt sich da gerade rein, macht es scharf. Komm. Den werde ich jetzt dran hindern, weil ich will gern das Holz noch zu Brettern sägen, diese Blöcke hier. Und dass wir da unsere Wände zu machen können. Naja, jedenfalls werde ich jetzt mal rangehen hier. Da drüben der Stapel ist nicht ganz so wichtig. Allerdings ist da ein Großteil Rinde. Und die Rinde können wir mit verfeuern, weil das sind halt die Randstücken, die wir abgesägt haben. Ich werde mich jetzt erstmal um diese hier kümmern. Vor allen Dingen diese da, diese Blöcke. Und danach dann diese. Hier sind auch schon Späne drin. Willkommen beim Sägewerk. Ja, so sieht es aus, nachdem wir die ganzen Sachen hergeholt haben. Ich habe schon angefangen zu sägen. Ich zeige euch das jetzt gleich. Und zwar hier das Rinde,
das ist noch das, was ich noch nicht ganz weiß. Da sind noch ein paar Teile dabei, wie das. Da kann ich noch jetzt die Bretter raussägen oder so ein paar Kanthölzer. Dieser Stamm da hinten, der muss noch die Seiten weggeschnitten werden, dass wir den so Kanthölzer machen können. Da sind auch Stärke dahin, die ich noch verwenden werde. Da ist irgendwie so ein Mischhaufen. Ja, mal gucken, wenn nicht, ist es Feuerholz. Da hinten liegt das Großteil Feuerholz. Da hinten ist Feuerholz, da ist Feuerholz. Ja, hier ist auch wieder so ein Haufen, wo ich nicht ganz weiß, was mit passiert. Allerdings bei ein paar solchen seitlichen Schwarten hier kann ich noch Bretter raussägen, beziehungsweise sind Bretter, die eben so halb rund sind auf jeder Seite, was ja auch sehr charmant ist. Muss nur noch entrindet werden, damit nicht so viele Tiere rangehen und das mir zerknappern. Diese hier alle noch zum Zersägen, zu Brettern. Hier sieht man auch schon einen Haufen Sägespäne. Und das werde ich jetzt gleich weitermachen. Das ist einer der kleineren Blöcke unten von diesem Meterstück, also von dem Meter Durchmesserstück, und ergibt demzufolge auch kürzere, schmalere Bretter. Allerdings werden diese auch benötigt für Fenster, für diverse Sachen, für eine Art Geländer. Also wir wollen alles, was davon geht, nutzen, alles, was ich sägen kann. Das ist das Ergebnis. Es sind jetzt nicht die geradesten Bretter und sind nicht astfrei, allerdings für die Wände, für was wir sie brauchen, ausreichend oder für was auch immer. Das Mangoholz. Das Ganze geht auch in breiter. Das sind jetzt etwa 30 cm die Bretter und 3 Meter Länge. Daneben der Klotz, der Block, der da liegt, der ist fast 40. Mal sehen, ob ich den noch durchtrennen kann mit diesem Schwert. Bin ich mir nicht ganz sicher. Hast denn du auch schon mal selbst freihand mit der Kettensäge Bretter oder Balken oder anderes Baumaterial gesägt? Dann schreib es mir doch bitte in die Kommentare und schreib mir auch bitte dazu, was für eine Säge du verwendet hast und wie es sich angefühlt hat und ob du einen Vergleich hast zu einem mobilen Sägewerk. Die MS 182 verblüfft mich immer wieder. Ich werde mit dir jetzt gleich diese 38 cm Bohle auftrennen in Bretter. Und ja, ihr werdet sehen, das Schwert reicht gerade so aus. Es ist schon ein etwas längeres Schwert. Ich habe schon Erfahrung mit größeren Sägen. Damit geht es deutlich leichter, weil die Führung mit einem langen Schwert besser gegeben ist. Allerdings diese Pico-Kette hat auch große Vorteile. Der Schnitt ist dünner, also sie nimmt weniger Material weg. Dadurch hat sie einen ganz guten Schnitt, finde ich, im Vergleich zu meinen größeren Sägen. Ohne dass ich die Kette jetzt modifiziert habe, weil ich die Kette auch für andere Zwecke nutzen möchte. Es soll kein Werbevideo sein für die Kettensäge, allerdings bin ich doch recht überrascht. Ich hatte damals eine MS 181, allerdings hier in Peru gibt es die nicht. Da gab es nur die MS 180, die wollte ich nicht, weil die hatte noch diese alten Deckel, die man mit Werkzeug aufmachen muss, und die war ohne Federn, die war also noch nicht gedämpft. Und jetzt vor kurzem kam hier neu diese MS 282 auch raus und für einen Spottpreis, also finde ich, also für peruanische Verhältnisse immer noch viel, allerdings sind das umgerechnet etwa 150 € für eine neue Säge vom Stilhändler mit Garantie, ist doch eine Ansage. Und für meinen Zweck reicht sie, weil eigentlich nutze ich sie nur zum Entasten, Feuerholz machen und solche Zwecke hier bei uns, weil wir haben keinen großen Wald aktuell. Und dafür reicht mir die vollkommen aus. Ich hatte damals eine 271 und eine 382 zu der 181, also 3 Sägen hatten wir damals. Das war natürlich perfekt. Da hätte ich jetzt diese Bretter lieber mit der 271 aufgesägt, allerdings jetzt habe ich nur die eine und ja, seht selbst. Das sind jetzt 5 Bretter. Das eine ist sehr dünn, weil es am Rand, die Schwarten, die waren nicht gut gerade gesägt von meinen Nachbarn im Wald, und das sind jetzt hier etwa 38 cm oder wie hier halt 15 Zoll. Die sind halt hier in Südamerika, da wird Zoll gearbeitet, und so sieht es aus. Das nur mal
Man sieht, es reicht gerade so. Also wenn es noch ein bisschen dicker wird, dann muss ich die Krallen abmachen, damit ich da nicht so fest hängen bleibe. Aber viel mehr geht nicht. Also 40 cm ist dann wahrscheinlich das Allerhöchste, weil je steiler ich komme mit der Säge, also je senkrechter ich die Säge stelle, desto schwieriger ist es gerade zu bleiben. Die sind noch nicht perfekt geworden. Allerdings mit dieser kleinen Säge und dem kurzen Schwert ist es auch nicht viel besser möglich. Freie Hand. Ja, mit viel Übung vielleicht, klar.